Wanji und herzlich willkommen zurück in Afrika. Das ist mein Mann René, der Visionär in unserer Beziehung, und ich bin Yvonne, die nach den Visionen im Hintergrund Realitäten schafft, und gemeinsam drehen wir den afrikanischen Kontinent einmal auf links, bevor der Rest der Welt rankommt. Mit einem Abo verpasst ihr kein Abenteuer von uns, also haut drauf und steigt jetzt ein, denn diese Woche geht es in Sambias einsamen Kafur National Park. Bewaffnet mit Kaffee geht es los. Wir fahren jetzt erstmal zum Gate. 6 Uhr und es sieht nicht aus, als wäre das Office besetzt. CC-Fliegen, eine echte Plage und Überträger der Schlafkrankheit, aber zum Glück noch nicht so früh unterwegs wie wir. Tembo schießt gefühlt über die leeren Pisten, während unsere Augen den Horizont und gleichzeitig den Boden scannen, um Hinweise auf die Könige des Tierreichs zu finden. Denn die Großkatzen sind immer faszinierend anzuschauen, doch leider sind andere erstmal schneller. Wir bewaffnen uns jetzt gerade mit Kleidung, weil als nächstes werden wir die Fenster öffnen müssen oder wollen, um hier auch ein bisschen Wildlife zu fotografieren und zu sichten. Das ist durch die Fenster immer blöd, aber das heißt jetzt hier Hardcore anziehen und dann werden wir unser geiles Superspray uns noch auf die Köpfe sprühen. Oh Gott! Ich meine, noch ist gut, noch ist nicht ganz so warm, aber das wird jetzt... Aber da draußen sind schon Millionen von CCs. Ja, ohne Schutzkleidung musst du hier die Fenster nicht aufmachen. Das wird eh die Hölle, wenn schlagartig der ganze Wagen sich hier drin füllt mit dem Zeug. Vielleicht hätte man noch so Kopfmoskitonetze brauchen können. Da liegt ja eine Riesenschildkröte rum. Und an der Riesenschildkröte waren eben ein Adler und ein Geier zugange, die wir leider nicht filmisch festhalten konnten. Und er hat sich jetzt hier richtig ausstaffiert, auch mit Schuhen. Mit Kampfschuhen. Jetzt bin ich unten herum, bin ich CC dicht quasi bis an den Hals. Also so schlimm kann es nicht mehr werden. Wir erwischen den vermeintlichen Adler noch auf einem Baum, der sich jedoch als Gaukler herausstellt, der seinen Namen aufgrund seiner akrobatischen Flugkünste, bei denen er Seitenrollen und Purzelbäume in der Luft vollführen kann, verdankt und nebenbei früher während einer Transsahara-Fahrt nach Ghana der Lieblingsvogel von unserem Sohn Philipp war. Da sind zwei schöne Kudu-Damen. Oder ich weiß gar nicht, ob das da hinten ist. Auf jeden Fall ein Junges. Das heißt ja nicht, dass es eine Dame ist. Ach nicht, ich wollte dich doch fotografieren. Renn nicht weg. Du bist doch so hübsch. Die Sonne steigt immer höher und damit sinkt automatisch die Wahrscheinlichkeit, Tiersichtungen zu haben. Denn egal ob Jäger oder Gejagte, alle halten so ab ca. 10 Uhr ihre tägliche Siesta ein. Und nur an der Waterfront sieht man überhaupt etwas Bewegung. In Regionen, wo es Großkatzen oder auch Hyänen gibt, nehmen wir in aller Regel unsere Mahlzeiten auf dem Dach ein. Sicherheit und Aussicht ist somit vereint. Habt ihr gemerkt, wie er sich gerade gesetzt hat? Mach dich nicht immer lustig über mich, du bist doof. Ich wollte nur sagen, da drüben sitzt ein wunderschöner Schreiseeadler. Der bewegt sich auch auf seinem Ast. Habt ihr das auch gesehen? Und ein Gelbschnabelstorch oder wie auch immer er heißt. Und ganz viele Puckus. Eben im Vorbeifahren denke ich mir, was liegt denn da unter dem Busch? Habe ich angehalten, da liegt ein riesen fettes Krokodil draußen. Und draußen sehen wir das echt selten. Das ist riesig. Es lebt doch eindeutig.
bewegt sich jetzt. Gut. Ich weiß jetzt auch, dass Kleopatra früher in Ägypten auch CC-Fliegen hatte. Weil das hilft, definitiv. Das, was Yvonne mit natürlicher Haarpracht hat, das habe ich mir jetzt mit einem Tuch konzipiert, nachgestellt. Mit einem Labbe. Labbe halt. Also ich sage euch, meine Freunde, ich weiß jetzt, warum man da ganz bestimmt nicht ins Wasser gehen darf. Weil die Crocs hier so riesig sind. Da drüben ist eins, das ist der Hammer und so gut getarnt. Das Crocodylus niloticus, also das Nilkrokodil, ist das weit verbreitetste in Afrika. Und so große Exemplare haben wir bisher tatsächlich noch nicht in freier Wildbahn gesehen. So ein ausgewachsenes Hippo wie dieses hier hat allerdings nichts zu fürchten, denn auch in der Tierwelt werden sie wegen ihrer Körperkraft und durchaus kräftigen Haue gefürchtet oder zumindest sehr respektiert. Wir sind schon ein bisschen erstaunt. Wir sind jetzt seit 7 Stunden und 40 Minuten unterwegs und haben wirklich ganz, ganz wenig Wildtierbeobachtungen gehabt. Wir haben Vögel gesehen, wir haben Nilpferde gesehen, Crocs so direkt am Wasser. Aber jetzt hier im Landesinneren haben wir quasi außer Buschböcke und Antilopen großartig nichts gesehen. Wir kommen ja jetzt gleich zum Bongolongo Buschcamp. Das wurde uns empfohlen, ist für uns auch ein bisschen so eine Schlüsselstelle, weil wir müssen dort übernachten, um morgen in die Plains zu fahren. Nur angeblich kann man dort nicht einfach hinkommen, um dort zu übernachten, sondern muss sich vorher anmelden. Das hat aber nicht geklappt, weil wir kein richtiges Netz hatten und konnten das nicht tun. Jetzt hoffen wir, dass das klappt und nicht, dass die uns von dannen jagen, weil wenn die uns von dannen jagen, dann werden wir nach Norden aus dem Park rausfahren müssen. Oder hier heimlich illegal im Park übernachten. Aber sowas machen wir ja nicht. Hier brennt es überall und zwar ganz frisch. Ein Windhauch und es ist eben sofort weiter aufgeflackert. Tatsächlich trennt uns das Feuer kurzfristig voneinander und auch Meter davon entfernt versenkt es einem gefühlt die Haut. Kurze Zeit später haben wir endlich das Camp erreicht und dank einer neuen Leitung, die großzügiger agiert, dürfen wir auch bleiben. Seiner exponierten Lage, das nördlichste Camp für Selbstfahrer zu sein, sind auch die exklusiven Gebühren mit $45 pro Person geschuldet. Diese nehmen wir aber gerne in Kauf, um am nächsten Morgen die Möglichkeit zu erhalten, in die Busanga Plains aufzubrechen, einer einzigartigen Sumpflandschaft, welche nur kurze Zeit im Jahr überhaupt befahrbar ist und die sowohl für ihre großen Antilopenherden als auch Löwenrudel bekannt ist. Auf der Campsite, die etliche Kilometer von der Lodge entfernt liegt, werden wir von den putzigen grünen Meerkatzen unterhalten und deren Zurückhaltung eindeutig auf nicht so viele Besucher hier schließen lässt.
mal, wie nett, während ich hier koche, mein Mann ein Nickerchen gemacht hat, Quatsch. nachdem er warm geduscht hat und mir nicht verraten hat, welche Dusche warmes Wasser hat. Ich habe dann kalt geduscht. Mehr da war. So ist die Kommunikation bei uns. Geh mal ganz raus gerade. Da schickt er mich auch noch raus. Über seine ganzen Schuhe, die er überall hier stehen hat, wurde uns ein nettes Feuerchen gemacht. Die Affen haben sich mittlerweile wohl beruhigt. In den Bäumen sind gerade keine mehr. Das ist ja so eine Art Glamping. Wir kriegen Feuer gemacht. Welch ein perfekter Abschluss. Borehole Water getankt, Lagerfeuer gemacht. Jetzt noch ein Glas Wein und dann ab in die Haie, weil morgen um 5 geht's los. Was soll ich euch sagen? 4:24 Uhr Game Drive Zeit. Zacke. Ob uns der hilft, wieder aufzuwachen. Schönen guten Morgen, Game Drive Zeit jetzt. Im Morgengrauen darf man ja losfahren, offiziell hier im Nationalpark. Wo ist denn das? Ja genau, das suche ich auch noch. Ich kann den Sternenhimmel noch einwandfrei sehen. Ihr nicht, Aber ihr seht alles nur dunkel. Da sieht man noch, wie es brennt. Mir schlägt das Herz bis zum weiß ich nicht wo. Und der findet immer alles noch spannend. Feuer im Busch. Ich finde es tatsächlich auch wahnsinnig spannend. Aber auf eine Art, die mir quasi ein bisschen den Atem nimmt. es riecht schön verkokelt. Aber hallo, ihr müsst mich jetzt noch mal ein bisschen aushalten. Ihr seid jetzt alle meine Therapeuten, weil ich mache mir hier bald in die Hose. Das ist dermaßen spannend, das könnt ihr euch nicht vorstellen, hier so im Dunkeln durch die Gegend zu fahren. Das ist wieder so unterschiedlich. Yvonne ist quasi ganz schlicht vor Spannung. Und Ich finde das so spannend. Also ich finde das positiv aufregend. ist es natürlich aufregend, positiv, aber trotzdem ist das ja spannend. Spannend ist ja was anspannt. Das hat ja das Wort einfach in sich. Es ist stockdunkel. Ich stelle mir halt immer die ganze Zeit vor, wenn wir jetzt hier um so eine Kurve fahren, dass dann da plötzlich so ein dicker grauer Elefant steht. Und dann mache ich mir richtig in die Hose. Ja, dann macht er auch richtig Terrötete. Genau, dann macht er auch noch richtig Terrötete. Das ist ja schon tagsüber aufregend, wenn man die Viecher sieht. Viecher ist wieder so blöd. Wenn man meine grauen, großen Freunde sieht. Aber jetzt bei Nacht, das ist ja der Wahnsinn. Wir sind jetzt eine halbe Stunde gefahren und ihr seht, die erste Dämmerung ist zu sehen. Das ist jetzt so ein Touch heller. Ups, da ist ein... Oh nein! Das ist ja sensationell. Das ist ein Karakal. Da. Oh, schade, dass ihr den nicht gesehen habt. Wow, ist auch unser erster. Was ein Zufall. Ich weiß nicht, nach so Schakal. Nein, das war getupft. Das ist eine Katze gewesen. Mein Mann. Die habe ich ja nicht dabei. So, ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Das ist ein Serval gewesen. Total spannend. Habe ich noch keinen einen gesehen in meinem Leben, außer früher im Zoo. Musanga Plains links. Yes, Mama. Attacke. Auf geht's! Attacke! Oh fuck. Schönen Vor guten... uns liegt ein Löwe auf der Piste. Zwei. Und ich kam mir relativ sportlich hier angepirscht. Guten Morgen. Was Licht ausmachen? Oh, Scheiße. Drei. Guten Morgen, die Damen. Geht's euch gut? Da kommen Babys.
3 prächtige Löwinnen mit einem Jungtier liegen inmitten der Piste und kommunizieren vermutlich mit dem entfernt zu hörenden Mann. Nur eine kleine kurze Anmerkung, ich habe nichts an der Tonqualität geändert und die Tiere lagen ca. 10 Meter von uns entfernt und haben uns einfach nur Pipi in die Augen getrieben. Euch hoffentlich auch. Anhand ihrer gut gerundeten Bäuche werden sie irgendwo in der Nähe einen Kill gehabt haben. Doch noch ist es zu früh für Geier als Hinweis des Tatorts. Und leider müssen wir auch irgendwann weiter. Jetzt passiert was ganz Skurriles. Ihr werdet uns dafür wahrscheinlich schelten, aber wir müssen irgendwie weiter. Wir müssen irgendwie da durch. Und deswegen. Dankeschön. Guck mal, der ist so schön aus. Hier dran vorbei. Guck mal, wie schön der ist. Guckt mal. Tut uns leid, wir müssen euch verlassen. Und jetzt gibt er Gas. Ich komme mir vor wie in Le Mans. Die Piste ist voll mit Hippospuren. Rechts von uns ist ja auch überall immer Wasser. Und die Plains, das ist ja auch eine Sumpfregion. Da kann man nur jetzt in der Trockenzeit hinfahren. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht stecken bleiben. Hat sonst mehrfach sehr eindringlich Larisha, unsere Gastgeberin von gestern Abend, hat sie uns mehrfach sehr eingeprägt. Schlagartig ändert sich hier die Landschaft. Schlagartig. Damen und Herren, wow, guckt euch das an.
Da hinten ist noch Morgendunst. Nebel schwebt da noch drüber. Yeah. Verrückte Landschaft. So eine Feenlandschaft. Da vorne kann man jetzt schon die ersten Tierherden sehen. Das ist so episch hier. Das ist der Hammer. Wir werden ja immer wieder mal ein bisschen kritisch hinterfragt, weil wir ja unsere Traumziele erreichen, sowas wie die Masai Mara, und dann nicht den Park besuchen. Das hat echt was damit zu tun, dass man hier in diesen etwas unbekannteren Ländern, hier ist man alleine. Und wir haben jetzt zu Hause ganz viele Bilder gesehen von der Mara, da ist ja jetzt gerade aktuell Saison. Da bist du mit 150, 200 Fahrzeugen, die sich dann auf einen Leo und einen Löwen stürzen. Und das ist so, das ist, wenn du das hier gewohnt bist, wenn du das hier kennst, dann will man das gar nicht. Wir sind glücklich, diese Region dort erreicht zu haben und glücklich, das dann nochmal in der Zukunft auch bestimmt zu tun. Aber dieses alleinige Hiersein, das wäre für mich gar nichts, da mit Hunderten von Autos da um ein Tier rumzustehen. Da muss ich nicht hin. Also da kann ich doch irgendwie in den Zoo gehen. Und wenn ich so hier alleine unterwegs bin, hat es ja viel mehr so diesen Explorer-Charakter. Das ist einfach was ganz anderes. da drüben ist noch ein Safari-Auto. Ah, Ja, ein Safari-Auto. Wir sehen ein Auto. Yippie! Freut man sich sogar. Guck mal da! Oh, da hinten rennen sie. Wie gestört. Ich hoffe, dass ihr das jetzt etwas besser versteht. Wir waren ja mit einigen von euch im schriftlichen Austausch. Leider können diese Bilder nur ansatzweise die Schönheit der Landschaft widerspiegeln, denn natürlich spielen Emotionen mit eine große Rolle. Die Anspannung des nächtlichen Drives, die erlebte Morgendämmerung und der Wechsel der Landschaft. Wir erleben dies alles sehr intensiv und direkt, denn jeder gefahrene Kilometer steckt uns in den Knochen. Manchmal zermürben sie uns und manchmal werden wir mit Glücksgefühlen quasi überschüttet. So ein Tag ist heute, denn plötzlich sind sie da, die großen Tierherden. Wir treffen ja die ganze Zeit schon auch Elefantenpuh, aber ich meine, jetzt ist hier nicht so wirklich viel Fläche, dass die sich verstecken können und man sieht keine Elefanten. Puckus. Immer mehr Puckus. Aber guck mal, die können sich nicht so richtig verstecken. Oh, da ist ein Gerippe. Wir haben noch keine Geier gesehen, die können auch noch nicht groß fliegen, die müssen sich noch ein bisschen trocknen. Also wir haben Geier gesehen, die sich getrocknet haben, aber noch nicht geflogen. Und so fahren wir in dieser fantastischen Natur. Natürlich könnten sie auch frühmorgens fliegen, aber man sieht sie häufiger ihr Gefieder mit ausgespreizten Flügeln trocknen, was eben diesen Eindruck erweckt. Und da sie aufgrund ihrer langen und breiten Flügel Meister der Segelflieger sind und dazu die Thermik nutzen müssen, muss es eben etwas wärmer sein, bevor sie sich bewegen. Wir konnten übrigens bei dieser Gruppe nur einen einzigen Knochen erspähen. Alles andere war schon furt.
wir sind jetzt quasi wieder auf dem Rückweg sozusagen von der Plane. Wir fahren jetzt wieder raus, haben noch einige Kilometer vor uns, um heute noch den Parkausgang zu erreichen. Und sind schon 6 Stunden jetzt unterwegs. Ja, langsam wird es auch zäh, aber ich schätze mal, wir brauchen noch 5 Stunden, um hier rauszukommen. Dann müssen wir noch mal was frühstücken jetzt, dann haben wir 6 Stunden. Aber so sollten wir es schaffen, bis heute Abend 18 Uhr die Ausreise gemacht zu haben. Das wäre gut. Denn auch so ein großer Park hat nun mal Öffnungszeiten und wer danach oder eben auch davor unterwegs ist, bekommt mächtig Ärger und am Gate steht immer einer. Selbst wenn man zielstrebig fahren möchte, kommen einem aber immer wieder so schöne Fotomotive vor die Linse wie eben diese Kudu-Damen, die gerne sehr scheu sind, aber uns durch ihre Anmut immer wieder in ihren Bann ziehen. Da brennt es überall noch. Ich meine, das ist ja für die Tiere auch furchtbar. Es gibt einen Late Burn, es gibt einen First Burn. Und es gibt einen, ich muss mal schnell durch die Stadt. Ich muss da mal schnell durchfahren, Burn. Vor meiner armen Reifen. Ja. Was eine Hitze sofort durchs Fenster. Jetzt seid ihr 2 Tage mit uns durch den Kafue National Park in Sambia gereist und habt es hoffentlich genauso genossen wie wir. Wenn ihr uns bei unserer Arbeit mit den Filmen oder den Reisen unterstützen möchtet, könnt ihr dies über den PayPal-Link unter der Videobeschreibung machen oder eine Kanalmitgliedschaft erwerben. Über beides freuen wir uns natürlich sehr. Auch wenn ihr uns weiterempfehlt und uns jede Menge Kommentare hinterlasst, denn das unterstützt unseren Kanal beim Wachstum. Jetzt laden wir euch ein, nächste Woche wieder bei uns einzusteigen, wenn wir unseren Tempo auf abenteuerliche Pontonfähren packen müssen und können nur sagen, bleibt gesund, habt eine gute Woche, Machele Kabotu, also tschüss und bye bye bis nächste Woche aus Sambia.